Hallo und herzlich willkommen in den Allgäuer Alpen, genauer gesagt den Tannheimer Bergen, auf dem Weg zur Schneidspitze oder auch einfach nur Schneid genannt. Und damit auch herzlich willkommen bei Mountair Guide. Kurz und knapp vorab, ihr findet den Link zum Download der gesamten Tourenbeschreibung jetzt oben im Info-Button oder unten in der Videobeschreibung. Außerdem, sofern euch das Video gefallen hat oder sogar hilfreich war, dann lasst doch gerne einen Like da. Auch interessieren mich eure Erfahrungen zur Tour oder habt ihr noch weitere Tipps und Hinweise, dann schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich da sehr drüber und es unterstützt den Kanal einfach ungemein. Ich habe auf meinem Kanal vor zig Jahren, ich glaube es sind jetzt schon über 10 Jahre, habe ich mal ein Video hochgeladen, da ging es um die benachbarte Gernspitze, die ja als eher schwer einzustufen ist, weil man da halt am Ende relativ viel kraxeln muss. Und habe in diesem Video mal kurz erwähnt, dass damals 2 aus unserer Vierergruppe anstatt die Gernspitze eben die Schneidspitze hochgegangen sind. Und ich habe mir damals schon gedacht, ich muss das irgendwann nachholen und diesen Gipfel einfach auch machen. Jetzt ist das Tolle an dieser Tour, dass man, ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, aus 3 oder 4 Varianten aufsteigen bzw. absteigen kann. Ich habe so gemacht, dass ich, glaube ich, für jedermann einen schönen Rundweg draus gebastelt habe. Die Aufstiegsvariante ist über die Gernalm, sprich dieselbe Variante, die auch zur Gernspitze geht. Da werdet ihr unterwegs jetzt nicht wirklich Schwierigkeiten haben. Allgemein gibt es keine wirklich nennenswerten Schwierigkeiten auf der gesamten Tour. Was dazu führt, dass diese Tour als Mittel bewertet wird, ist einfach die Höhenmeter und die Strecke, die man da insgesamt zurücklegt. Das kommt in Kombination mit den gegen Ende hin bzw. beim Abstieg etwas luftigen Grat dann halt zu der Bewertung Mittel. Die Wegfindung ist alles in allem auch nicht sehr schwierig. Es ist überall gut beschildert und ihr solltet eigentlich den richtigen Weg finden. Der Rundweg ist natürlich rein optional. Man kann jetzt aufsteigen, absteigen, wie man möchte. Das ist jetzt die Variante, die ich einfach gegangen bin. Und ich finde sie als Abstieg über diese sogenannte Lecha-Schauer-Alm, wenn ich mich jetzt da richtig erinnere, sollte die so heißen, ist eigentlich eine super Variante, um das Ganze zu einer kompakten Tour für den Tag zu machen. Alleine seid ihr da oben vermutlich eher selten, auch wenn die Schneidspitze gerne als eher kleinerer Bruder der Gernspitze angesehen wird. Aber dadurch, dass einfach die Schwierigkeit wesentlich einfacher ist, trefft ihr da oben viel mehr Menschen. Relevant ist an sich das kurze Stück nach der Überschreitung, das ist ein sehr luftiger Grat und dass man da die richtige Abzweigung findet. Sprich, nicht einfach stupide die ganze Zeit geradeaus rennen, sondern, wie man es im Video sieht, ungefähr 5 Minuten nach dem Gipfel diesen Pfad entdeckt und dahingehend auch Richtung Hochjoch absteigt. Das ist eigentlich die einzig wirkliche Schwierigkeit, weil man da etwas Orientierung braucht. In der Tourenbeschreibung ist es aber detaillierter erklärt. Da könnt ihr in Kombination mit dem Video, glaube ich, nichts falsch machen. Die sogenannte Dietzel ist auch nur rein optional, da kann man drum rumgehen. Ich habe ihn natürlich mitgenommen, jeder Gipfel ist ein guter Gipfel. Und vom Tiefjoch aus zur Lecherschauer-Alm ist dann eigentlich unser letzter wirklich relevanter Punkt. Ab da geht dann nur noch der Waldsteig relativ gemütlich immer weiter bergab bis runter zu dem Örtchen, von dem wir gekommen sind. Und da ist dann auch das parkende Auto.
Ich sag's euch ganz ehrlich, allein das Panorama ist es einfach wert, dass man da mal hochgegangen ist und das erlebt hat. Ob man jetzt die Gernspitze gemacht hat oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle in dem Moment. Und genau deswegen sage ich euch an dieser Stelle, macht sie, geht sie die Tour. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und nicht vergessen, nur mit Mount Tour Guide erreichst du den Gipfel gescheit.